Gestern noch an jeder Straßenecke, heute komplett verschwunden. Es gibt Fahrzeuge, Oldtimer, die nicht zu Oldtimern werden, ganz einfach, weil keine übrig bleiben, weil sie aussterben. Über die Gründe wollen wir hier sprechen bei der roten Liste der Allerweltsautos. Das sind zum Beispiel Autos wie der VW Golf 1, wie wir ihn hier haben. Und das ist natürlich nicht irgendein VW Golf 1, sondern ein ganz früher VW Golf 1. Das sieht man nicht von vorne, aber man sieht es von hinten, weil das ist das sogenannte Schwalbenschwanzmodell. Der Schwalbenschwanz ist eine Sicke in der Heckblende. Die haben nur die ganz frühen Golfmodelle von 74, 75. VW hat davon rund 600.000 Stück gebaut und die sind wirklich alle verschwunden. Das macht diesen hier zu einer ganz großen Rarität. Als der Golf im Frühjahr 1974 rauskam, war es für Volkswagen 2 vor 12. Der Laden war fast pleite, denn VW hatte über Jahre hinweg versäumt, einen Nachfolger für den Käfer zu entwickeln. Der Golf war also wirklich als Rettungswagen dringend notwendig, aber er hatte ein Problem: er rostete im Zeitraffer. Also heute wirkt der Golf 1 und sein Cockpit fast schon so ein bisschen schütter und schüchtern mit seinem Hartplastik-Armaturenbrett, aber damals war das wirklich ein stylisches Kompaktwagen-Interior. Man darf nicht vergessen, die Leute kamen fast alle vom VW Käfer, der noch das Blecharmaturenbrett mit einem Zentralinstrument hatte, und da war der Golf fast schon so, sagen wir, ein Hauch von Lifestyle und Oberklasse, und er war ja auch tatsächlich ein dynamisches Auto. Er war leicht und mit seinen 70 PS gut motorisiert, er lag unheimlich gut, war auch komfortabel, aber tatsächlich qualitativ dauerte es 2 bis 3 Jahre, bis er wirklich so gut war wie sein späterer Ruf. Quermotor statt Heckmotor, Wasserkühlung statt Luftkühlung mit dem EA827 war die Ära des Käfer eigentlich beendet. Dieser Motor hat seine Karriere begonnen 1972 im Audi 80. Er lief im Golf bis in die 3. Generation 2002 auf dem deutschen Markt und wurde noch bis 2013 in die Santanas aus China eingebaut. Ein echter Erfolgsmotor und tatsächlich auch ein wesentlicher Bestandteil des Millionenerfolgs, den der Golf 1 dann schließlich mit seiner Ausreifung erreichte. Selten zuvor kam ein Auto mit solchen Geburtswehen zur Welt. Denn als der VW Golf 1974 überstürzt auf den Markt geworfen wurde, kränkelte er an allen Ecken und Enden. Das ist nicht von mir, das ist aus der ADAC Motorwelt aus den 70er Jahren. Und das wissen natürlich alle Gebrauchtwagenkäufer, die deshalb definitiv keinen frühen Golf haben wollen. Die Folge von 600.000 Golf der allerersten Generation mit dem Schwalbenschwanz sind heute nach Schätzung von Experten, denn genau weiß es keiner, 150, maximal 200 Stück noch übrig. Was ist das für ein entzückendes Auto? Der Simca 1501 gehört in den 60er Jahren wirklich zu den elegantesten Mittelklasse-Limousinen auf dem europäischen Markt. Und ich finde, man sieht ihm heute noch an, dass seine Erbauer Großes mit ihm vorhaben. Simca plant tatsächlich Anfang der 60er Jahre eine anspruchsvolle Sportlimousine, aber der französische Hersteller gehört natürlich damals auch schon zum Chrysler-Konzern. Und da haben die Controller natürlich das letzte Wort. Und die sorgen für Mittelmaß. Mittelmaß ist immer schlecht, wenn es darum geht, dass ein Auto alt werden soll. Deshalb gehört das Simca 1501 heute zu den ganz großen Raritäten. Und wie es so weit kommen konnte, das erklären wir jetzt. Wir machen die Haube nur kurz auf, aber wirklich lohnen tut sich das nicht. Es ist wirklich die Geschichte einer verschenkten Chance. Hier sollte ein volltönender Sportmotor mit 2 oben liegenden Nockenwellen sitzen. Stattdessen sehen wir das alte Aggregat aus der Simca Aronde aus den 50er Jahren. Weder besonders drehfreudig, noch besonders elastisch, noch besonders kultiviert. War echt schade. Also das hätte ein tolles Auto in der Nische werden können, aber hat nicht sollen sein. Laufkultur und Fahrdynamik sind nicht die stärksten Seiten des Simca 1501, aber das macht er mit seiner gediegenen Innenausstattung wett, und er ist auch ein besonders gut ausgestattetes Auto mit Drehzahlmesser, mit 2 Handschuhfächern, damals eine Besonderheit, mit einer großen Mittelkonsole in feinstem Plastikholz und mit bequemen, weichen, velourbezogenen Sitzen. Das ist damals in der Mittelklasse ein gediegenes Auto, und der Simca ist auch deutlich günstiger als zum Beispiel ein Opel Rekord. Es gibt ihn damals unter 10.000 Mark Anfang der 70er Jahre. Das macht ihn erfolgreich, aber leider nicht besonders dauerhaft. Die Marke stirbt dann ja auch Anfang der 80er Jahre, weil sie einfach übrig ist auf dem europäischen Automobilmarkt, und heißt vorher noch mal kurz Talbot und verglüht dann, ohne dass es irgendjemanden gibt, der um Simca trauert. Bis auf einige wenige Liebhaber, die solche schönen Stücke für uns erhalten.
Ein Kofferraum vorne, ein Kofferraum hinten. Das gibt es in den 60er Jahren tatsächlich nur einmal, nämlich beim VW 1600 Variant, dem legendären Typ 3, einem der ersten echten Familienkombis auf dem deutschen Markt. Und möglich macht das der blattgedrückte Boxermotor hinten im Heck, der sitzt da unter einer Klappe. Und wenn man da mal reinschaut, dann sieht man, warum er damals wirklich auch geduldige Mechaniker in den Wahnsinn getrieben hat. Das war ein intelligentes Konzept, aber natürlich auch ein Kombi mit einer hohen Ladekante, und der vordere Kofferraum war tatsächlich sehr flach und schwer nutzbar. Das hat den Typ 3 dann relativ schnell zum Auslaufmodell gemacht und zum Auto, das keine Chance zum Überleben hatte. Heute ist es natürlich einfach, den VW Typ 3 zu lieben als freundliches Gesicht in der Menge, aber damals war er ein Auto, das sehr polarisiert hat. Das Design galt als reizarm, zu nah am Käfer, was natürlich reine Absicht war bei Volkswagen. Ja, er sollte ja nichts anderes sein als ein großer Käfer, mit dem hat er sich das technische Layout und auch manche Nachteile geteilt. Also zum Beispiel der gerade Auslauf war berüchtigt. Ja, viele haben dann Sandsäcke oder eine Gehwegplatte vorne in den Kofferraum gelegt, der war damit gefüllt, aber damit lief er dann ein bisschen schöner geradeaus. Ja. Die Heizung war eine Katastrophe im Winter. Ja. In der Kurve Lupfen war gefährlich. Das waren also erhebliche Lastwechselreaktionen, und er war rostempfindlich. Hier vorne an den Kotflügeln begann es immer an den Lampentöpfen, dann kam es an den A-Säulen. Der Rost kam dann hier im Reserveradkasten. Das heißt, es war ein Auto, das 1973, als der neue VW Passat Variant kam, wirklich uralt aussah und sich genauso gefahren hat. Und das war natürlich für den Typ 3, einen populären Familienkombi der 60er Jahre, das sichere Todesurteil. Die rote Liste ist natürlich noch nicht voll. Wir erzählen weitere Geschichten vom Verschwinden populärer Autos. Bleibt dran, bis bald.